Herzlich willkommen beim neuen Open Mind Trompete Video. Ich habe heute eine Kanalempfehlung und eine Reaction für euch. Und zwar wollte ich euch den Kanal empfehlen von Nikolai Binner. Der ist Comedian und der hat wirklich sehr viele witzige Videos. So, wie ihr seht, ich habe mir die schon zu einem großen Teil angeschaut. Ich glaube, ich habe hier so angefangen, so die Videos zu schauen. Also es ist teilweise so ein bisschen Politik kommentiert. So ein bisschen aus Laiensicht. Es ist jetzt nicht so, dass er so übelst krass viel Ahnung von Politik hat. So, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen satirisch aufgebaut, was ein Comedian über aktuelle politische Ereignisse denkt und so. Sehr, sehr unterhaltsam und gut auf jeden Fall. Also zieht es euch auf jeden Fall rein. Und ich hab den halt schon übelst gefeiert in letzter Zeit. Und schaue die Videos sehr gerne. Und dann habe ich aber gesehen, dass der quasi eigentlich von Herzen auch Drogen-YouTuber ist. Also sein allererstes Video war After 100 Ayahuasca Ceremonies. Also sein erstes Video war ein Tripbericht, wo er sagt, was passiert, wenn man 100 Mal Ayahuasca nimmt. Also kein Wunder, dass er so nice Videos macht, wenn er so open-minded ist und so voll sein Mind geopend hat mit Psychedelika. Ja, also und übrigens, falls du das hier siehst, vielleicht können wir mal eine Collab machen, wenn du ja offen für Drogen bist, wäre bestimmt so ein geiles Video. So Comedian und Open-Mind smoken DMT, beziehungsweise dampfen DMT oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Den kenne ich schon, ganz cool, der Dude. Antilopenboy, da hast du auf jeden Fall recht. Auf jeden Fall habe ich dieses Video noch nicht gesehen. Schauen wir mal, was dieser Comedian für Erfahrungen mit Ayahuasca hat. Stand-up yogi, this is my first video on this channel. Today I'm going to talk about ayahuasca, whether you should or should not do it, how to integrate the experience, and I'm going to tell you a little bit about my experience. So I did it about 100 times, and which is too much. I think it's way too much. You don't need to do it 100 times to get to the point to realize some things that I realized. So I started doing it in Peru when I was 17 or 18 in the Amazon rainforest, because I saw a documentary with Don Agustin Rivas Vázquez, who's a really powerful shaman, and the idea of doing it attracted me big time. So I just went for it. I really said, I have to do this. It was just like a krass, dass man da schon mit 17 so Bock drauf hat, ey. Feeling that came from deep down inside, like, do it. And then I did it. I booked my flight, went to the rainforest in Peru and did it. And it was exactly the right choice at that time, because I overcame several addictions. It really changed my life in a way, and I really started working on myself ever since. And I think that is really the best way to approach ayahuasca if you feel like wanting to do it. If really something inside yourself says, do it, go for the experience, because then you're ready for it. If you really have this gut feeling of, oh my god, I have to do this, you really just feel this, you really feel something pulls you in that direction, I think then you can do it. Was ist das für eine Droge? Also Ayahuasca ist DMT, Dimethyltryptalin mit Maohämmer noch gemischt, also weil man DMT oral sonst nicht so aufnehmen kann, dass es einen berauscht. Und das ist die halt oral aufgenommen eine ziemlich heftige Droge. Das ist die Droge, die sie immer so im Amazonas mit den ganzen Schamanen nehmen. Und ja, dann wirkt es auf jeden Fall relativ lang und ist sehr intensiv, wenn man eine gewisse Dosis nimmt. Because then you're ready for it. But if someone just tells you, Jesus, you gotta do it, it's awesome, I did it myself, and you totally have to do it, and you don't really feel like doing it, then don't do it. Listen to your inner voice. I think that's... Ja, also ich höre meine innere Stimme, ich sag, Ayahuasca ist zurzeit noch nichts für mich. So, ich bin mit Pilzen und dem ganzen Zeug schon genug bedient. Pilzen, LSD, DMT. Important. Because it's not always the right time to do ayahuasca. Maybe you're not ready for it. And you really have to listen to your instinct, to your intuition, whether you should do it or not. So yeah, that's an important point I wanted to make. And another thing is, if you then did it, how to integrate the experience, because that's where people have a lot of problems with, and I had them myself, and still sometimes I'm struggling with it, because that's the most important thing, to really integrate the experience, to really live the experience and embody the experience, and bring the knowledge that you gained in the ceremony into your daily life and make it wisdom.
right? So how to do that? That's a tough cookie to chew on, and it took me years to figure it out. So what really helps is meditating a lot. Just do something that grounds you into your everyday reality. You really need something that brings you back into your body, into the here and now, because that's where it's all happening. So meditation, sports, eating healthy, yoga, reconnect to your body, reconnect to your senses. That's very, very important. And because if you don't do that, my experience is, I can't speak for everyone, but my experience is, if I don't do that stuff, I just end up being all scatterbrained, being locked in my mind. Ja, also das ist halt so das Ding. Also er hat jetzt gerade darüber geredet, wie man sozusagen psychedelische Erfahrungen sozusagen wirklich integrieren kann. Das, was man auf diesen Reisen lernt. Und er sagt halt, man muss meditieren und Yoga und solche Sachen machen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ich glaube halt, einfach nur so Drogen nehmen, da ist die Chance nicht so hoch, dass es längerfristig was ins Positive verändert. Oft kann sozusagen so eine psychedelische Erfahrung der erste Baustein sein in die, nennen wir es mal, spirituelle Welt, wo man sich halt dann für solche Sachen interessiert und sodass man danach auch nachhaltig, langfristig Meditation macht. And that's not the good place to be locked in. I think you don't want to be locked in anywhere. Oh shit, German English. Okay. So that is important to get, that you really have a practice in your daily life that helps you integrate the experiences you made while you were on ayahuasca, and to realize that. So one more thing, if you really consider doing it, take care whom you're doing it with, because nowadays there are so many people who call themselves shamans or current like healers, and they have actually no clue what they're talking about. Ja, also vor allem in diesen ganzen Ländern, wo es so Brauch ist, da so eine Zeremonie zu machen, da haben die schon erkannt, dass es so eine Art Touristenfänger ist, und da gibt es halt Leute, die sich schnell mal 100 Euro verdienen wollen, indem sie sagen, dass sie Schamane sind. Ja, und deswegen warnt er hier zu Recht davor, dass man aufpassen muss, mit wem man Ayahuasca nimmt. Und man kann es auch in Deutschland machen, weil die Leute denken immer so, oh ja, Ayahuasca-Zeremonie, da muss ich jetzt erstmal nach Peru oder sonst wohin fahren. Aber man kann das auch wirklich in Deutschland buchen. Und in Deutschland ist halt auch besser, deswegen aus vieler Hinsicht, da hat man natürlich nicht so dieses Dschungelambiente, aber man hat halt Leute, die einen verstehen, also die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Kultur, das kann schon ein Vorteil sein. Luckily, I went to really good people, and I had experiences of dying. I literally went through the experience of dying, and if you have that experience, you need someone who guides you through that. Because if you're just in Mike's living room, and Mike is like 24 and he just saw some movies about ayahuasca and thinks he's a shaman now, and then you have the experience of going through that and he doesn't know what. Achso, der meinte gar nicht Leute, die so Touristen scammen wollen, sondern halt irgendwelche Kumpels, die auch vielleicht auch keine geeigneten Schamanen sind. To fucking do, you might end up pretty fucked up in your mind, because that's just a really tough one to go through. So you really need professionals. Take care of that. Yeah, that's these are the points I wanted to make in this video, I guess. I'm not sure whether I got them all. I could talk about this In Deutschland sind die Zeremonien ohne DMT. Nee, es gibt auch welche mit. Topic for hours. So if you have any questions, if you want to know things about it, just let me know and ask me. Yeah, and one thing that is really important, don't think that ayahuasca will solve your problems for you, because it's not gonna be that way. Like, ich kann das wirklich sicher sagen, Masterlines, also ich kenne mehrere Leute, die das schon gemacht haben in Deutschland mit DMT. Ayahuasca can show you a list of things you have to work on, but it's not gonna do. Aber wenn hier irgendwelche Leute zuschauen, die dagegen sind, natürlich ist es in Deutschland ohne DMT. Also hier wird niemand sowas machen, weil DMT darf man ja gar nicht. These things for you, it's still you who has to do it. And it's not that, it's like ayahuasca is like a teacher, and he gives you a list of homework, right? But the homework you gotta do yourself. I mean, of course you can ask people to help you in the process and stuff like that. It's important to connect to people, but basically you are still the one who's doing your homework, and no one else can do that for you
Ayahuasca won't do it for you, your neighbor won't do it for you, you have to do it. And what helps integrating it, I already told you. So go for it if you feel like doing it. If you're not sure, wait. And if you don't feel like doing it, don't do it, because then it obviously is not the right thing. Just listen to your inner voice. And that's all the points I wanted to make in this video finally, and I hope you got something out of it. If you have any questions, just let me know, ask me, write a message, write a comment, and I'll read it. Bye. Ja, echt witzig, dass das sein erstes Video war von dem guten Nikolai Binner. Ja, wie gesagt, checkt seinen Kanal aus, ist echt witzig. Und ich finde es krass, sein erstes Video, also das gerade eben, das hatte schon 180.000 Aufrufe, also der ist direkt viral gegangen. Hat nicht so viele Videos, aber hat schon viele virale Videos gelandet, so eins noch mit 200.000 Aufrufe, 40.000, 50.000. Der hat auf jeden Fall Talent halt hier. Bleib auf jeden Fall dran, Boy.